Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus weitem Sibirien. Heute ist der 26. August 2025. In diesem Video möchte ich euch über einige Nachrichten berichten, die ich interessant finde und die vor kurzem in Russland passiert sind. Ich hoffe, ihr findet auch ein Interesse daran. Der Sommer nähert sich dem Ende zu. Bald beginnt der Herbst. Aber in Sibirien kann der Herbst auch schön sein, besonders Altweiber-Sommer oder sagt man bei uns der goldene Herbst. Wir haben in Sibirien alle 4 ausgeprägte Jahreszeiten. Herzlich willkommen in Sibirien, wenn ihr ein Interesse für diese Region habt. Also bleibt bitte dran, los geht's. Baikalsee. Im Dezember 2025 beginnt am Ufer des Baikalsees der Zusammenbau des ersten Kreuzfahrt-Elektroschiffs, das für Reisen auf dem See eingesetzt werden soll. Bereits jetzt befindet es sich in einer aktiven Bauphase. Rund 30% der Rumpfsektionen sind fertiggestellt. Der genaue Standort für die Endmontage direkt im Einsatzgebiet wird derzeit festgelegt. Der Stapellauf ist für den Herbst 2026 geplant. Das Schiff wird den Namen Baikal tragen. Es handelt sich um ein dreideckiges Elektroschiff auf dem Niveau eines 5-Sterne-Hotels. An Bord können bis zu 68 Passagiere in Kabinen der Business- und Economy-Klasse untergebracht werden. Geplant sind zudem ein Panoramarestaurant, eine Bar, ein Spa-Bereich, Aussichtsplattformen und ein Sonnendeck. Ein besonderes Highlight. In der Zeit außerhalb der Navigationssaison kann das Schiff als schwimmendes Hotel genutzt werden. Russisch-Test. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Prüfung in russischer Sprache für Migranten vollständig in digitaler Form abgelegt. Das teilte die jeweilige Aufsichtsbehörde mit. Künftig werden die Prüfungen in Russisch als Fremdsprache sowie in Geschichte Russlands und den Grundlagen der Gesetzgebung ausschließlich am Computer durchgeführt. Dafür wurde in Russland ein spezielles Software-System entwickelt. Es automatisiert den gesamten Ablauf, von der Registrierung und Videoüberwachung bis hin zur Aufgabenbearbeitung und Auswertung der Ergebnisse. Auch die Zertifikate werden künftig automatisch am Tag der Prüfung ausgestellt. Zuvor war bekannt geworden, dass in St. Petersburg Kinder von Migranten, die den Russischtest nicht bestehen, die Möglichkeit haben werden, ihre Ergebnisse anzufechten. Dafür wird eine spezielle Beschwerdekommission eingerichtet. E-Zigaretten. In Russland steht ein vollständiges Verbot von E-Zigaretten bevor. Das kündigte der Sprecher der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, an und betonte, dass die Initiative bereits die Unterstützung von Präsident Wladimir Putin erhalten habe. Volodin erklärte, dass die überwiegende Mehrheit der Abgeordneten die Idee befürworte. Innerhalb der nächsten 2 Monate wolle die Duma ein Gesetz zum vollständigen Verbot von E-Zigaretten in Russland verabschieden. Bereits am 22. August hatte Präsident Putin bei einem Treffen mit dem Gouverneur der Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, ebenfalls zugestimmt, E-Zigaretten aus dem Einzelhandel zu entfernen. Schon Anfang Juni sprach sich Industrieminister Anton Alekhanov für ein totales Verkaufsverbot aus. Seiner Ansicht nach greifen Altersbeschränkungen nicht immer und sowohl die Qualität der Produkte als auch ihre gesundheitlichen Folgen seien offensichtlich bedenklich. Auch Sergei Leonov, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Duma, wies zuvor darauf hin, dass E-Zigaretten Jugendlichen erheblich schaden, einer der Hauptnutzergruppen. Abtreibungen. In russischen Kliniken könnte eine neue Position eingeführt werden, ein Berater für Abtreibungen. Das berichtete der Telegram-Kanal Medizinisches Russland. Den Angaben zufolge ist diese Initiative in den Leitlinien des Gesundheitsministeriums enthalten.
Vorgesehen ist diese Einrichtung spezieller Beratungsräume in Frauenkliniken, in denen Sozialarbeiter mit schwangeren Patientinnen sprechen sollen. Ziel der Maßnahme ist es, die demografischen Kennzahlen zu verbessern. Unterdessen wird das Thema Abtreibung in Russland intensiv diskutiert. Zuvor hatten Teilnehmer der Militäroperation eine Videobotschaft aufgenommen, in der sie ein vollständiges Verbot forderten. In ihrer Ansprache verurteilten sie scharf die Praxis des Schwangerschaftsabbruchs und bezeichneten sie als massenhafte Vernichtung ungeborener Kinder. Berufsschule. In Russland entscheiden sich immer mehr Schüler nach der 9. Klasse für eine Berufsschule. Das erklärte der Bildungsminister Sergei Kravtsow auf der Plenarsitzung Berufliche Sekundarausbildung, Motor der Wirtschaft des Landes. Ihm zufolge ist die Zahl der Bewerbungen für Berufsschulen im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 850.000 gestiegen. Wir ziehen gerade Bilanz der Aufnahmeprüfungen. Es wurden 850.000 Bewerbungen mehr eingereicht als im letzten Jahr, sagte Kravtsow. Früher war bereits bekannt geworden, dass das Interesse der Bewerber an pädagogischen Fachrichtungen wächst. Nun gibt es mehr angehende Lehrer als Studierende im IT-Bereich. Behindertenzeichen. In Russland soll das Bußgeld für die unrechtmäßige Nutzung des Behindertenzeichens am Auto erhöht werden. Eine entsprechende Initiative stellten der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik Jaroslav Nilov sowie sein Stellvertreter Michail Terentjew vor. Derzeit beträgt die Strafe für dieses Vergehen 5.000 Rubel. Nach Ansicht der Abgeordneten sollte sie jedoch auf 7.500 Rubel angehoben werden. Bei einem wiederholten Verstoß könnten Fahrer mit einer Strafe von 15.000 Rubel belegt oder für einen Zeitraum von 1 bis 3 Monaten der Fahrerlaubnis entzogen werden. In allen Fällen ist außerdem die Beschlagnahmung des Zeichens vorgesehen. Die Autoren des Projekts betonen, dass zunehmend mehr Autofahrer das Behindertenzeichen missbräuchlich nur für kostenloses Parken nutzen. Cholera. Seit Anfang 2025 wurden in Russland mehrere Cholera-Fälle registriert. Alle Fälle stammten aus Indien, berichtete Anna Popova, die Leiterin der russischen Verbraucherschutzbehörde. In diesem Jahr hatten wir bereits 4 Cholera-Einschleppungen. Alle Fälle kamen aus Indien. Deshalb appelliere ich an alle, die heute nach Indien reisen oder von dort zurückkehren, besonders aufmerksam auf ihre Gesundheit zu achten, erklärte Popova. Sie betonte, dass Menschen, die aus Indien mit Cholera zurückkehren, oft die ersten Symptome nicht bemerken und diese nicht ernst nehmen. Das sei jedoch ein großer Fehler. Bei dieser Krankheit verschlechtert sich der Zustand sehr schnell. Zuvor hatte das Mitglied des Menschenrechtsrats Kirill Kabanov darauf hingewiesen, dass Migranten Cholera nach Russland einschleppen könnten. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich hat dieses Video euch Spaß gemacht. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.